Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit der äußerst spannenden Frage, lohnt es sich eigentlich die Reonan Quest zu machen? War bisher eigentlich immer so, dass man einfach pauschal sie gemacht hat und das gar nicht wirklich hinterfragt hat. Aber immer öfter, vor allem während dem FEC, kommen halt Leute und sagen, naja, die Quest gibt ja keine Inventarplätze und ich meine, auf dem FEC-Server kriegst du auch extrem viel XP, wenn du einfach levelst. Also natürlich kriegst du da extrem viel XP. Und die Leute haben sich die Frage gestellt, naja, lohnt es sich dann überhaupt die Reonan Quest zu machen, weil sie ja doch sehr umfangreich ist, sehr lange dauert und eben gar nicht so ultra viel XP gibt, dass man vielleicht unter Umständen rechtfertigen kann, zu sagen, ich mache sie einfach gar nicht, weil keine Inventarplätze und damit kein richtiger Grund besteht, abgesehen von halt den anderen Belohnungen, die wir uns jetzt angucken, um festzustellen, ob es sich lohnt, die Quest überhaupt zu machen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gucken uns jetzt einfach an, was man von der Quest alles bekommt und werden dann ein Fazit haben, ob es sich lohnt oder nicht. Ich habe das Ganze mal in 3 Bereiche aufgeteilt. Und zwar habe ich mir erstmal angeguckt, welche Item-Belohnungen bekommt man denn vor allem. Weil Penya und XP, also bei der Reonan Quest muss man natürlich verstehen, es ist die längste Questreihe im Spiel. Sie besteht aus insgesamt 99 Quests, 99 einzelnen Quests, damit mit Abstand die längste und größte Questreihe im Spiel. Oder umfangreichste, wie auch immer man es beschreiben möchte. Und sie zieht sich halt zudem von Level 15 bis Level 100 durch. Sie startet auf Level 15 und sie endet auf Level 100. Und das ist halt auch sehr, sehr lange einfach. Deswegen ist es vor allem im Low-Level-Bereich auch schwierig, es fair anzurechnen. Weil man kriegt am Anfang halt zum Beispiel Low-Level-Belohnungen wie sowas wie ein Demol plus 4, Demol plus 1. Oder halt auch, ich meine, gut 50 Pizza zum Beispiel. Ja, oder halt auch einfach schlicht die XP auf dem Low-Level. Ich meine, es ist schwierig, das wirklich fair anzurechnen. So und so viel bringt das. Aber wie gesagt, ich habe das einfach mal so gemacht, wie ich es eben gemacht habe. Und ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Egal. Auf jeden Fall zuerst gucken wir uns die Item-Belohnungen an. Und natürlich, sowas wie Stan plus 1 können wir jetzt nicht großartig krass bewerten. Selbst wenn man jetzt kompletter Anfänger ist und sich über sowas freuen würde, oder zumindest ein Demol plus 4 oder so freuen würde, es sind nicht wirklich Items, wo man jetzt sagt, okay, deswegen lohnt es sich jetzt im Speziellen die ganze Questreihe zu machen oder so. Das heißt, das können wir eigentlich alles ignorieren. Die erste Belohnung, die ein kleines bisschen speziell ist, ist Elemental Card Box. Ist aber eigentlich auch Trash. Eine Power Dice Box, ein zufälliger Power Dice ist da drin, auch nicht wirklich gut. 49. Quest, das ist quasi Halbzeit von der gesamten Questreihe, kriegen wir das erste Mal wirklich ein Premium-Item, wo man sagen kann, yo, okay, das ist doch endlich mal interessant. Eine Scroll of Weapon Bonus bei der 49. Quest. Das nächste Mal dann bei Quest Nummer 69, das ist dann schon ein Darkon, 2-mal S-Product und 2-mal G-Product. Bei der 79. Quest gibt es 5-mal Scroll of Bonus, bei der 85. Quest 3-mal S-Product und nochmal 2 Elemental Card Boxen. Die 98. Quest gibt eine Necklace plus 5, also auch ziemlich irrelevant. Und die 99. Quest gibt 5 S-Product und 3 G-Product. Das heißt, insgesamt kriegen wir 10 S-Product, 5 G-Product, 5 Scroll of Bonus und eine Weapon Bonus. Also das wären jetzt so die Items, die man wirklich relevant nennen kann. Alles andere ist ziemlich irrelevant. Und ja, das ist nicht wirklich viel. Das sind quasi ziemlich genau 2000 F-Coin. Also es sind sogar eigentlich genau 2000 F-Coin, die man hier von der gesamten Questreihe bekommt. 99 Quests für 2000 F-Coin. Ist zugegebenermaßen nicht wenig. Zeitlicher Umfang spielt natürlich eine Rolle. Aber es ist auch nicht wirklich sehr überzeugend. Ich meine, es gibt einzelne Quests in Astria und Coral Island, die auf einen Schlag gefühlt doppelt so viel Belohnungen geben. Und deutlich leichter abzuschließen sind. Also von dem her kann man da auf jeden Fall drüber streiten. Aber das war ja noch nicht alles. Es gibt ja nicht nur Item-Belohnungen, es gibt ja noch andere Belohnungen. Die nächste Belohnung ist Penya. Leider ist diese Belohnung so geringfügig, dass man sie mit einem Wort zusammenfassen kann, unter 2 Millionen. Man bekommt von der gesamten Questreihe, Reonan Questreihe von Level 15 bis Level 100 in 99 Quests gerade einmal 1.975.000 Penya. Ehrlich gesagt, da war ich echt schockiert. Ich dachte echt, dass es mehr ist. Ich dachte, es sind mindestens 10 Millionen oder so, weil man am Anfang ein paar Mal 100.000 bekommt. Und es stimmt zwar, aber man bekommt vor allem am Anfang oft wirklich einfach nur 15.000, 30.000, 15.000, 50.000. Und bis da mal eine krasse Summe zusammenkommt, das dauert halt auch wirklich 100 Quests offensichtlich. Also wenn es so weitergeht wie so die letzten 10 Quests, dann hätte man da locker 10 Millionen Penya bekommen. Aber da die Quest halt aufhört, wo es dann am schönsten wird sozusagen, die Questreihe, ja, passiert halt nicht mehr viel. Also Penya ist quasi irrelevant. Und dann haben wir noch die XP.
Und bei der XP ist es so, dass ich jetzt gesagt habe, naja, die XP bis Level 60 würde ich jetzt mal behaupten, ist relativ irrelevant, weil, okay, Excel, danke für absolut gar nichts, weil man sagen kann, bis Level 60 levelt man so unfassbar schnell, dass es im Endeffekt aufs Gleiche rauskommt. Also wenn ich jetzt 10 Minuten level und ich kriege 50% oder so, oder whatever, wie viel XP ich bekommen würde, oder ich mache halt 2, 3 Quests und die geben mir jeweils 20% und ich brauche dafür auch so 10, 15, vielleicht 20 Minuten, na, dann ist das halt irgendwie fast genau das Gleiche, nur ist das Leveln halt meistens einfach chilliger, weil du kannst die ganze Zeit in einem Ort bleiben. Beim Quest musst du erst zum NPC gehen, dann musst du blinkwinken, fliegen, dann ein paar Monster töten, dann musst du aber schon wieder zurück zum NPC gehen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es ist mehr oder weniger egal eigentlich, was man bis Level 60 macht. Ab Level 60 zugegebenermaßen, aber Voraussetzung dafür ist halt logischerweise, dass man alle Quests davor gemacht hat. Ab Level 60 ist die XP ein bisschen besser und man kennt ja dieses bekannte Sprichwort, man kann bis Level 65 questen, sagt man in Fly Universe, und das stimmt auch unter gewissen Umständen. Habe ich ein Video drüber gemacht, könnt ihr euch auch gerne anschauen. Jedenfalls die Reonan Quest ist in diesen Quests beteiligt, mit denen man Level 65 erquesten kann sozusagen. Und ja, ich meine, die XP ist schon nicht irrelevant. Also vor allem im 60er-Bereich kriegt man da sehr, sehr viele Level-Ups, kann man fast sagen. Und später auch, vor allem im Level 100er-Bereich dann nochmal, also 90 bis Level 100, auf 95 kriegt man 123% und auf Level 100 kriegt man 131%. Das sind dann natürlich XP, die man hier auch wieder mit, keine Ahnung, 3, 4 Quests oder so bekommt. Und natürlich kann man hier wieder sagen, naja, hier ist der Zeitaufwand so gering, in Anführungszeichen, für 131% XP. Das würde man durch normales Leveln niemals in der gleichen Zeit schaffen. Aber auch hier wieder das große Aber, du musst halt vorher alle Quests gemacht haben. Das heißt, einfach so kriegst du diese XP nicht. Du hast trotzdem vorher den ganzen Zeitaufwand für die anderen Quests. Also, ich sag mal so, die XP ist ein Streitgegenstand. Da wird es schwierig, den einzuordnen. Weil das Hauptproblem ist auch bei der XP, man kriegt sie natürlich nur in der Höhe, wenn man die Quest immer auf dem entsprechenden Level macht. Das Problem ist aber, manche Quests auf dem entsprechenden Level zu machen, ist auch relativ schwierig, beziehungsweise dauert einfach länger. Wenn ich jetzt zum Beispiel Level 160 hergehe und ich fange die Reonan-Quest an, dann skippe ich die, dann töte ich alles mit einem Schlag. Ich brauche für nichts länger als ein paar Minuten höchstens. Ja, also selbst für Giants oder Bossmonster oder whatever, was man alles töten muss, weil Bossmonster ist übertrieben, aber so Dekans Mine zum Beispiel muss man ja auch reingehen. Solche Sachen einfach, das dauert halt im Verhältnis zu dem, wenn man es halt auf dem aktuellen Level macht, wo die Quest auch wirklich ansteht, also Dekans Mine wäre hier 83 und 84 zum Beispiel, ist es halt tatsächlich auch wirklich schwierig, diese Quest überhaupt abzuschließen, wenn man tatsächlich einen neuen Charakter gemacht hat und mit dem zum ersten Mal spielt. Lange Rede, kurzer Sinn bei den XP. Ich würde sagen, auf FEC lohnt sich es auf keinen Fall. Ich meine, auf FEC zu questen, weiß jeder, ist Schwachsinn. Auf den herkömmlichen Servern würde ich sagen, kommt es drauf an. Im, wie gesagt, 60-Plus-Bereich kann man auf jeden Fall die Vorzüge sehen, aber Voraussetzung für den 60-Plus-Bereich zu eröffnen, musst du halt auch den gesamten Low-Level-Bereich einmal durchgemacht haben. Und selbst im 60-Plus-Bereich gibt es manche Quests, die vom Zeitaufwand, zum Beispiel Dekans Mine-Quests, doch relativ arg sind und dann wieder im Verhältnis gar nicht so ultra viel XP geben. Also es ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Und einer dieser Faktoren ist nämlich die Zeit, die ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen habe. Und ich habe jetzt mal den Zeitaufwand für die Questreihe geschätzt. Ich habe sie selber schon 3-mal gemacht, deswegen, oder sogar schon 4-mal, glaube ich. Es ist schwer zu sagen. Aber das ist jetzt der Punkt, den ich gerade auch schon angesprochen habe. Wenn ich jetzt wirklich mit einem High-Level-Charakter hingehe und ich benutze die ganze Zeit Blinkwing auf Madrigal, Scroll of Return Town. Ich denke, man kann die ganze Reonan Quest tatsächlich mit einem High-Level-Charakter in ungefähr 5 Stunden durchrushen. Ist aber schon sportlich, glaube ich. Also sehr viel schneller wird es wahrscheinlich nicht gehen, aber ich kann es wirklich nicht so genau einkategorisieren. Ich habe jetzt noch nie probiert, die komplette Reonan Quest an einem Stück zu rushen. Könnte ich tatsächlich machen, weil ich habe es ja auf dem letzten FEC nicht gemacht. Also ich könnte sie jetzt auf Borodeng mit meinem aktuellen Elementor machen, theoretisch, und mit einem Leechern. Aber ja. Und es ist jetzt natürlich auch nicht mit 8 Chars eingerechnet, es ist jetzt nur mit einem Char gerechnet. Und ich sag mal so, wenn man sie auf den herkömmlichen Leveln macht, dann sind es wahrscheinlich so realistisch wirklich bis zu 20 Stunden, weil es ist schon Zeitaufwand dahinter. Ich meine, es sind 99 Quests, wie gesagt. Das wäre dann quasi pro Quest, wären das so roundabout paar Stündchen. Paar Stündchen? Paar Minütchen, wollte ich eigentlich sagen. Und da kommt schon was zusammen. Ich meine, allein die Flugwege, wenn man so an Flares und St. Morning denkt am Anfang, und auch die Laufwege teilweise, man muss ja teilweise wirklich nur ein paar Monster töten
und noch irgendein Quest-Item einsammeln und dann schon wieder zurück zum NPC und so. Da geht so viel Zeit flöten. Also wenn man uns jetzt nicht alles mit Blinking of Madrigal und Scroll of Return Town durchrusht, dann hat man einfach sehr viel Zeit, die außerhalb der Quest oder beziehungsweise zwischen den Quest-Schritten liegt. Also nicht die Quest selber, tötet 20 mal XY, sondern tatsächlich dieses NPC zu den Monstern, wieder zurück und hin und her und pipapo. Da geht einfach sehr viel Zeit drauf. Also ich denke, 20 Stunden ist gar nicht mal so übertrieben. Also ich denke mal, wenn man sich nicht mal der Schnellste ist, könnte es sogar noch länger dauern. Genau. Und wenn man sich jetzt überlegt, mal angenommen, wir sagen jetzt nicht mal 20 Stunden, wir sagen jetzt 15 Stunden. In 15 Stunden bekommt man 2 Millionen Penya und 2000 F-Coin. Das klingt schon mal extrem kacke. Selbst in 10 Stunden klingt das extrem kacke. In 10 Stunden 2000 F-Coin und 2 Millionen Penya ist jetzt wirklich nicht der Anreiz, den man schaffen will. Und deswegen bin ich tatsächlich mittlerweile der Meinung, also das ist mein persönliches Fazit, könnt ihr mir zustimmen oder nicht. Ich persönlich würde die Reonan-Quest tatsächlich nicht machen im Low-Level. Und also egal auf welchem Server, also auf FEC, wie gesagt, kann man darüber streiten, ob man sie überhaupt machen sollte. Und selbst auf Borodeng würde ich behaupten, tut man sich wahrscheinlich eher einen Gefallen. Also vielleicht nicht, dass man jetzt bis Level 160 wartet, das jetzt nicht, aber dass man wartet, bis man zum Beispiel ein paar Blinking of Madrigal und ein paar Return Town Scrolls vom Battle Pass angesammelt hat und einfach generell der Charakter ein bisschen overlevelt ist. Das muss ja gar nicht so krass sein. Ich meine, Level 120 würde schon reichen, zum Beispiel Bloody Bow und 105er Set. Dann kann man auch schon durchrushen. Und die höheren Quests werden tatsächlich noch einen XP-Betrag geben, über den man sich tatsächlich noch halbwegs freuen kann. Also ich meine, 131% auf Level 100 müssten auf Level 120 immer noch so 60% wahrscheinlich, nee, nicht schwachsinnig, 60%, so ein Fünftel ungefähr sein. Also wahrscheinlich so 20 bis 30% sowas in dem Dreh könnten da noch bei rumkommen. Und das ist gar nicht so bad. Der Vorteil ist halt aber mit 120 und einem Bloody Bow kannst du durch die Quests schon fast genauso durchrushen wie jemand auf Level zum Beispiel 150 und hast aber trotzdem noch was davon. Und das Beste daran ist halt, du wirst halt wesentlich weniger Zeit brauchen. Du wirst die Zeit, die du brauchst, wahrscheinlich knapp halbieren, als wenn du die Quests immer auf dem herkömmlichen Level gemacht hättest. Wenn du, wie gesagt, entsprechend viele Blinking of Madrigal und Return Town Scrolls angesammelt hast, wirst du noch weniger Zeit brauchen. Und das sind alles Dinge, die man halt mit dem herkömmlichen Level höchstwahrscheinlich nicht haben wird. Die Quests kommen natürlich dann immer sinnloser vor. Klar, wenn ich jetzt mit Level 120 losgehe und ich töte ein paar Lawolf, töte ein paar Pfeffern, töte ein paar Nyang Nyang, klar, ist erstmal ein bisschen blöd natürlich, weil man sich ein bisschen dumm vorkommt. Aber letztendlich will man halt trotzdem eigentlich hauptsächlich diese Belohnungen, diese 2000 F-Coin in Scrolls haben. Und das Ganze soll so schnell wie möglich vonstatten gehen. Und es kann sich halt gar nicht lohnen, wenn man hier, wie gesagt, viel zu viel Zeit investiert. Und selbst wenn man 5 Stunden braucht, kann man sagen, 2000 F-Coin in 5 Stunden, ich meine, das ist schon relativ gut. Also das kannst du jetzt durch normales Leveln zum Beispiel ja nicht erreichen. 2000 F-Coin auf Borodeng, wenn ich jetzt vom heutigen Preis ausgehe, sagen wir mal fairerweise mindestens 260 Millionen. 260 Millionen in 5 Stunden kriege ich persönlich beim Leveln nicht. In 10 Stunden schon, locker, wahrscheinlich sogar mehr. Aber nicht in 5 Stunden. In 5 Stunden nicht. Und deswegen meine Devise, mein Fazit ist, lieber mit einem High-Level-Charakter machen, lieber mit vielen Charaktern zeitgleich machen. Das ist dann noch der nächste Punkt, der noch hinzukommt, aber darauf wollte ich jetzt nicht zu sehr eingehen. Ich wollte jetzt hier kein 8-Char-Abuser-Werbungsvideo machen. Aber das wäre natürlich auch noch so ein Thema. Je mehr Charaktern man das Ganze macht, desto mehr lohnt sich das Ganze natürlich auch. Aber darauf wollte ich jetzt nicht so genau hinaus. Wir wollten uns jetzt einfach nochmal grob angucken, wie die Reonan Quest so aufgebaut ist, was es so für Belohnungen gibt. Und am Ende des Tages muss jetzt jeder selber entscheiden, ob sich das lohnt. Natürlich kann ich jetzt sagen, mit 8 Chars brauche ich vielleicht nicht 5 bis 20 Stunden. Sagen wir vielleicht mit 8 Chars, zur Vollständigkeit halber, dann habe ich das auch noch erwähnt. Sagen wir mal, da sind es so, sagen wir 8 bis 30 Stunden. Weil es eigentlich keinen Sinn ergibt. Eigentlich müssten es dann 8 bis 23 Stunden sein. Sagen wir mal so in dem Dreh. Dann lohnt es sich natürlich schon, weil dann kriege ich nicht 2000 F-Coin, sondern 16.000 F-Coin. Und 16.000 F-Coin in 8 Stunden und selbst 16.000 F-Coin in 23 Stunden, das ist ziemlich gut. Das ist sogar sehr gut. Also, das lohnt sich dann auf jeden Fall schon. Genau. Aber wie gesagt, es hat nicht jeder 8 Chars und darauf wollte ich jetzt nicht so explizit eingehen. Grundsätzlich, wie gesagt, lieber mit einem High-Level-Charakter machen, mit so vielen Charaktern wie möglich zeitgleich machen und ja, sich jeden Vorteil erholen, den man kann. Schnelles Fluggerät, Blinking of Madrigal, Scroll of Return Town und so weiter. Ich sage auf jeden Fall danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Achso, nochmal das Wichtigste. Hier gibt es keine Inventarplätze, deswegen kein Drang, die Quests überhaupt zu machen. Wenn man gar keinen Bock drauf hat, kann man sie auch einfach skippen. Wie man sieht, man verpasst nicht allzu viel.
Außer vielleicht mit 8 Chars, dann könnte man schon sagen, naja, verpasst du schon einiges, aber herkömmlicherweise eher nicht so viel. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei, Twitch-Link in der Videobeschreibung und wir sehen uns täglich wieder mit neuen Fly-Videos und Livestreams. Bis dahin, macht's kurz rein und ciao, ciao.